Hallo und herzlich willkommen zum Holzmichel-Kanal. Auf Kleinanzeigen.de eine Ulmia 1610 mit Absaugung, Tischverbreiterung und Schiebeschlitten. Etwas heruntergekommen, Preis hatte gepasst. Ich habe doch schon eine Ulmia 1610 mit Langlochbohrvorrichtung. Nun, ich konnte es nicht lassen, gekauft, aufgeladen, nach Hause gebracht. Zu Hause fing ich schon gleich beim abgebauten Schiebeschlitten an. Verrostet wie der Rest. Der Schiebeschlitten gleitet über zwei nach unten offene Gleitbuchsen spielfrei auf einer Stange. So würde es sein, ohne Rost. Der Anschluss des Elektromotors hat nicht gut ausgesehen. Es war kein Stromkabel an den Hauptschalter geführt und der Motor ist offensichtlich schon einmal so heiß geworden, dass es den schönen Deckel verschmort und etwas angeschmolzen hat. Man könnte den Deckel wieder warm machen und versuchen, zurück in Form zu drücken. Ich habe mich entschieden, die Verschraubungslöcher auszumessen und einen passenden Deckel neu zu kaufen. Beim Kauf der Tischkreissäge war kein Stromkabel dran und ich konnte die Funktion nicht prüfen. Trotz dieser Katze im Sack habe ich darauf vertraut, dass der Motor funktioniert. So ein Kabel ist schnell besorgt und wichtig ist der fach- und sachgerechte Anschluss. Man kann da nicht viel falsch machen, wenn man die Farbauflegung des abgeschnittenen Kabels berücksichtigt. Elektrisch, schwierig, alten Schulfreund Ritsche anrufen. Dann läuft's. Motor und Gebläse für die Absaugung laufen mit richtiger Drehrichtung. Nun kann ich den Spänetrichter abnehmen. Aufgepasst! Der Gummi, der das Gitter vor das Laufrad drückt, darf nach Wiedereinsetzen nicht nach innen gequetscht werden. Den Schalter zerlege ich und führe das Kabel entsprechend ein und lege die Adern entsprechend nach Farben auf. Auf der anderen Seite ein 16 Ampere Stecker und wenn die Säge falsch herum laufen sollte, einfach 2 von 3 Phasen tauschen. Es sollte aber nicht nötig sein, wenn L1, L2 und L3 in der Stromzuführung, dem Stecker und der Steckdose richtig aufgelegt wurden. Nachdem die Elektrik nun funktioniert, kann ich mich an die Mechanik machen. Die blanken Metallteile sind allesamt verrostet. Also alles auseinanderschrauben und den Rost mit Zitronensäure ablösen und mit Schleifvlies bzw. Stahlwolle abschrubben. Am Schluss mit heißem Sodawasser eventuelle Säurereste neutralisieren und die blanken Stellen einölen bzw. den Maschinentisch mit Trockengleitmittel, zum Beispiel Silbergleit, behandeln. Bei manchen Ecken muss man doch mit ganz feinem Schleifpapier arbeiten, denn festsitzender Rost bei engen Passungen behindern das Gleiten. Der Schiebeschlitten soll sich mit wenig Kraftaufwand schieben lassen. Eine Hohnahle wäre optimal, aber der Mangel lässt mich zum Dremel und Schleifpaste greifen. Wenn die Haltestange, die Ringe, die Buchsen und die konischen Passstifte poliert sind, kann alles zusammengebaut werden.
Bevor ich das Trichterblech und den Gussrahmen auf das Holzgestell setze, bohre ich erstmal die ausgefransten Schraubenlöcher auf und leime Dübel in die Löcher. Dies dient dazu, dass hernach kleinere Löcher für den Kerndurchmesser der Befestigungsschrauben neu gebohrt werden, die eine optimale Befestigung bieten. Die senkrechte Haltestange des Schwenkarmes ist mit seinen Ausnehmungen, das sieht aus wie eine angefräste Schlüsselweite, in die Lagergabeln des Maschinenständers einzuführen, um ca. 90 Grad zu drehen und mit der Räntelmutter am Gewindestück unter dem Kreissägetisch festzuschrauben. Vorhandene Gewindebohrungen werden mit einem Gewindeschneider, Gewindebolzen mit einem Gewindeschneideisen gesäubert und nachgeschnitten. Das Auseinanderlegen und der spätere Zusammenbau der Tischhöheneinstellung muss mit Aufmerksamkeit geschehen. Die Zahnräder, die an den Enden der Verbindungswelle mit Nutensteinen formschlüssig sitzen, müssen so in die Zahnstangen der Hebestücke eingreifen, dass beide immer auf gleicher Höhe sind. Auf der einen Seite lässt sich die Höhe des Sägetisches durch ein Schneckengetriebe ohne viel Kraftaufwand fein einstellen. Die Schwenkscheiben werden eingefettet und in die Höhenstellstücke eingelegt und mit Knebelgriffen fixiert. Bevor die Sägetischplatte zum Verschrauben aufgelegt wird, werden die Riemenabdeckung, das Halteblech für das seitliche Schutzblech und die Spaltkeilhalterung mit Spaltkeil, aber ohne Haube angebracht. Es ist geschickt, nun auch schon das Sägeblatt mit Innen- und Außenflansch mit der Spannmutter, Achtung, Linksgewinde, ohne Gewaltanwendung anzuziehen. Mit 4 Schrauben wird die Sägetischplatte angeschraubt. Es geht leichter bei den hinteren Schrauben, den Tisch um 45 Grad zu schwenken. Die Tischeinlageleiste wird eingelegt und die Spanschutzhaube angeschraubt. Die Tischverbreiterung wird mit 4 Schrauben von unten verschraubt. Es gibt hier keine Passlöcher, also achte darauf, dass die oberen Tischebenen zueinander fluchten.
Das Anschlaglineal für Längsschnitte besitzt Doppelklemmung. Es ist auf einer Gleitspindel an der vorderen Tischkante und einer Klemmleiste an der hinteren Tischkante geführt. Es kann in jeder Lage durch die beiden Knebelgriffe festgeklemmt werden. Der untere Griff wirkt auf die Gleitspindel, der obere Griff auf die rückwärtige Klemmleiste. Der Schiebetisch ist mit seiner Führungsstange so auf die seitlichen Tragarme des Sägetisches zu legen, dass die Befestigungsschrauben in die Schlitze passen und mit den beiden Sterngriffen festzuschrauben. An den Enden der Führungsstange befinden sich Nuten. Hier werden Außensicherungsringe angebracht, damit der Schlitten nach vorne und hinten einen Anschlag hat und nicht aus der Führung gleitet. Die Ebene des Schlittens und des Sägetisches sind durch Heraus- bzw. Hineinschrauben der unteren Lagergabel in Flucht zu bringen. Während des Einstellens wird die obere Lagergabel lose gelassen, denn sonst kommt die Haltestange unter Biegespannung. Nach Anheben des Schiebetisches wird der Schwenkarm mit seinem Gleitstück in die Führungsnute unter dem Schiebetisch eingerastet. Die Anschlagschiene wird mit ihrem Steckzapfen auf dem Schiebetisch fixiert, nach dem Anriss ausgerichtet und mit dem Sterngriff festgeschraubt. Die Schieb- und umklappbaren Längeneinsteller waren nicht mehr vorhanden. Diese erleichtern das Ablängen und Zuschneiden von Werkstücken bei Serienarbeiten. Die vordere Gleitspindel ist mit einer Maßskala und Feineinstellung versehen. Dies erlaubt, die gewünschte Schnittbreite unter Berücksichtigung der Sägeblattdicke bzw. Sägeblattzahnbreite genauestens einzustellen. Wie ihr seht, mache ich es gerade falsch und es dauert eine Weile, bis ich es merke. Also, vor Betätigung der Feineinstellschraube 24 muss stets der obere Knebelgriff 22 für die rückseitige Klemmung gelöst werden. Wie gesagt, ich hatte ja schon eine Ulmia 1610 und auch noch weitere Sägen. Meine 3 Töchter tragen mir heute noch nach, dass sie ja immer mit in die Werkstatt mussten. Betonung liegt auf immer. Heute sind sie dankbar und denken gerne dran. Denke ich. Ja, haben sie auch gesagt. Und nachdem unsere älteste Tochter geheiratet hat, war diese Ulmia 1610 ein wunderbares zusätzliches Hochzeitsgeschenk. Und ich freue mich schon, die Ausbildung zukünftiger Enkelgenerationen übernehmen zu können. Was werden wir für eine Freude haben?